Also die Idee ist im Prinzip vor 8 Monaten am Schreibtisch der Museumsleiterin hier entstanden. Man müsste einmal das alles ausstellen, was die Deutsche Steampunk-Gesellschaft in den kleinen Kellern, Ateliers irgendwo im Hinterhof vollbringt. Und ich habe gesagt, Sie bieten den Rahmen und ich hole die Leute rein. Viele Sachen sind während der Ausstellungsplanung entstanden, dass wir innerhalb kurzer Zeit nochmal umplanen mussten, dass Aussteller abgesprungen sind, dass neue Aussteller sich in einer unglaublichen Art und Weise beworben haben. Es ist letztendlich, glaube ich, die Sehnsucht wieder nach Nostalgie, nach Geräten, die langlebig sind. Aber mit uns hat es einfach gemacht, dass wir uns alle persönlich, menschlich kennengelernt haben. Und wenn man das heute hier beobachtet, dann sieht man das, glaube ich, auch. Also wir hatten gestern eine Vernissage. Der Saal war voll, wir hatten 70, 80 Leute oben drin, und zwar bis über 90 Jahre, die vollkommen begeistert gewesen sind von der Bekleidungsart, von der Umgehensart, Höflichkeit, Respekt, bis hin zu kleinen Kindern, denen die Augen leuchten. Es gibt Musiker unter uns, es gibt Designer, es gibt Schriftsteller. Es gibt einen Filmregisseur, der momentan versucht, den ersten teilanimierten Steampunk-Film in Deutschland auf die Beine zu stellen. Er hat also einen Kurzfilm mittlerweile gedreht. Das wird komplett aus der deutschen Steampunk-Szene mitfinanziert. Und die Leute wollen träumen. In einer Welt, die zum Träumen nicht mehr gemacht ist. Ja, wie man es nimmt, basteln. Ja. Ja, ich baue dampfbetriebene Skulpturen. Das Prinzip ist wie bei einer Dampflok. Es befindet sich ein Kessel unter diesem Gehäuse und treibt diese Maschine an. Es gibt keinerlei Zeichnung, das entsteht alles im Kopf. Ja, also als ich das erste Mal auf dieses Steampunk-Thema aufmerksam wurde, die tollsten Bilder gesehen und ich dachte, ey, jetzt machst du deine Dampfmaschinen, baust jetzt so in dieser Art, also in diesem Jules Verne-Style. Ja, und ich dachte, das passt so aus der Farbewesen oder andere Sachen. Ich habe ja draußen dieses dampfbetriebene Grammophon, das hat was von dem Organismus. Also gerade bei großen Dampfloks hat man den Eindruck, großes Ungetüm, große Metalle, Dinosaurier oder was weiß ich. Das hat ja irgendwas Animalisches. Das macht auch den Reiz aus. Die Ästhetik vom Plastik, die sagt mir überhaupt nicht zu. Ich bin absoluter Feind von diesem schlichten Design, dieses eigentlich schnörkellosen und kalten Design, was Plastik nun mal immer ausstrahlt. Und ich mag halt die Vielfalt. Und ein optisches Highlight ist nun mal Messing, kombiniert mit Holz. Es sind voll funktionsfähige Geräte. Ich lege da großen Wert darauf, dass alles, was ich baue, auch eine Funktion hat. Oder es sind Geräte des Alltags, die umgewandelt werden, meinen Bedürfnissen angepasst, meinem Design angepasst und wieder in Einsatz kommen. Im Moment ist es sehr leer, sagen wir mal so. Ein Großteil steht hier jetzt in dieser Ausstellung. Ich glaube, an die 20 Exponate sind jetzt hier. Ein Teil steht natürlich noch zu Hause, ein paar Großgeräte, die wir nicht mal untergekriegt haben. Unter anderem eine schreibende Hand, die E-Mails ausdruckt. Und entstanden ist es so, wir haben damals unser Wohnzimmer befreit von diesen ganzen elektronischen Geräten, haben einen Media-Würfel gekauft, den man heutzutage hat. Wir muss sagen, wir haben ein schönes Echtholz-Wohnzimmer und danach lag immer eine Plastiktastatur auf diesem schönen Wohnzimmertisch. Und so war dann die Idee geschaffen, eine Tastatur zu bauen im Steampunk-Stil, im viktorianischen Stil. Ich teile mein Wissen mit anderen, ich bekomme Wissen von anderen. Jeder stellt seine Baupläne zur Verfügung und so vervielfältigen sich und verändern sich die Geräte. Das ist ein sehr schöner Aspekt. Dann ist es natürlich einmal die vornehme Umgangsweise und natürlich das gesellige Zusammensein. Zum Verzaubern lassen und auch wirklich inspirieren lassen. Weil jeder von uns, wir haben gerade uns schon unten ausgetauscht, jeder hat mindestens 10 neue Ideen. Ich habe irgendwann angefangen zu nähen, weil ich einfach nicht kaufen konnte, was ich tragen wollte. Und ich habe es auch komplett ignoriert, dass es gar nicht so einfach ist, Schnittmuster aus dem Nichts zu erschaffen. Jetzt meine neueren Werke sind halt viel auch nach Schnittmustern und nach Schnittmustern, die ich verändere. Naja, und so ist es auch insgesamt mit dem Steampunk. Und ich wusste halt nichts mit dem Begriff anzufangen. Ich habe aber immer Science Fiction gelesen. Ich bin dann über den Cyberpunk eigentlich zum Steampunk gekommen. Und irgendwann hatte das, was ich so mochte, einen Namen. Das hat mich wirklich total fasziniert. Und ich habe sofort eine Fülle von Kostümen im Kopf gehabt. Ich finde das im Steampunk gerade so gut, dass sehr starke Frauencharaktere da sind. Und Frau. Und das, finde ich, geht halt im Steampunk. Ich habe schon damals Stücke geschrieben, die halt auf Gedichte fußten. Ne? Also es waren Gedichte der Romantik, es waren auch neuere Gedichte des 19. Jahrhunderts und konnte diese Gedichte aber nicht in unser Programm richtig einbauen. Und irgendwann hörten wir das Wort Steampunk.
Also wir waren immer Musiker und Künstler und haben unsere Garderobe gestaltet. Und dann habe ich gedacht, so, das ist jetzt die Musik, wo ich diese Gedichte endlich einbinden kann, wo ich endlich unsere Songs, die wir selber spielen können, verwenden kann. Nathalie und ich, wir kennen uns schon seit wir 10 sind und singen schon seit langem zusammen. Michael hat mal eine Aufnahme gesehen und gehört, Nathalie und ich a cappella gesungen hatten. Irgendwie hat sich das halt so ergeben. Es gibt ganz viele Stile im Steampunk, also von orientalischen Einflüssen bis hin zu Swing oder halt auch elektronischer Musik. Wir können auch alles einbringen, was unser Modestil angeht und so weiter. Was auch immer, man ist sehr frei.